Hallo liebe Hausbauhelden! In unserer heutigen Haustour zeige ich euch eine moderne Villa, ganz individuell geplant durch die Bauherrschaft und errichtet in vorgefertigter Holz-Fertighausbauweise von Wolfhaus. Mit 2 Vollgeschossen, Staffelgeschoss, Dachterrasse, traumhafter Aussicht und tollem Interior-Design verspricht sie komfortables Leben auf über 230 Quadratmetern. Und wie das alles aussieht, schauen wir uns heute zusammen an. Wir sind hier oberhalb des wunderschönen Moseltals und das Grundstück ist wirklich sehr gut ausgenutzt worden, sowohl in der Breite als auch in der Höhe. Wir haben hier ein Hanggrundstück, das etwa 620 Quadratmeter groß ist und die Besonderheit ist, dass etwa 400 Quadratmeter tatsächlich flach, also auch ganz gut zu bebauen waren. Für die Gartengestaltung gibt es natürlich ein paar Punkte zu beachten, die wir euch hinten dann auch zeigen, aber man konnte hier ohne Keller bauen. Der Hauptbaukörper nutzt das Baufenster sehr gut aus. Das sind etwa 12 Meter mal 10,15 Meter. Inklusive dieser Garage, die da sehr schön eingebunden ist, sind es dann 12 Meter mal 13,70 Meter. Und von der Höhe haben wir hier 2 volle Geschosse. Das ist dieser etwas hellere Kubus. Der hat dann eine Höhe von 7,25 Meter. Das war genau die zulässige Höhe für die Traufe bzw. für die Oberkante der Attika. Und dann haben wir das Staffelgeschoss, das rundrum zurückspringt. Das darf ja dann etwa 60% der Fläche des Geschosses darunter haben. Und da hat man natürlich dann Platz für eine tolle Dachterrasse und insgesamt hat das Gebäude dann eine Höhe von etwa 9,60 Meter. Knapp 10,20 Meter wäre maximal erlaubt gewesen. Was diese Höhenabwicklung innen mit sich bringt, das zeige ich euch oder erzähle ich euch noch mal drin. Man hat nämlich in allen 3 Geschossen hier eine Geschosserhöhung vorgenommen. Das hat aber trotzdem eben noch gepasst. Ein kleiner Tipp, der zum Beispiel hier an der Seite zu sehen ist, obwohl das Staffelgeschoss ja nur vorne und hinten hätte zurückspringen müssen, hat man sich entschieden, das an beiden Seiten ein bisschen einzurücken. Auch hier auf der Seite, dass man da eben eine durchlaufende Attika-Kante hat. Dadurch wird das Ganze ein bisschen kubischer und schöner, als wenn da jetzt noch mal so eine Nase nach oben gegangen wäre. Von der Fassadengestaltung hat man sich ja viele Gedanken gemacht, was Belichtung und Aufteilung angeht. Die Eingangsseite ist nämlich Südosten und hinten die Terrassenseite Nordwesten. Und man hat jetzt hier zum Eingang bewusst schmale Fensterbänder, auch die Attika hochgezogen, oben die Brüstung von der Dachterrasse als geschlossene Brüstung aus Sichtschutzgründen. Und hinten, wo der tolle Ausblick ist, werdet ihr sehen, gibt es ganz, ganz große Verglasungen, teilweise auch Festverglasungen, auch über Eck laufende Elemente, wo ich euch statisch aber gleich auch noch mal was zu sage. Und man hat sich eben bemüht, zu den Seiten wirklich nur die Fenster zu platzieren, zu den Nachbarn hin, wo es eben unbedingt notwendig war, um nicht so viel Einblick von draußen zu haben. Trotzdem wurde immer darauf geachtet, wenn man einen Raum betritt, eine Sichtachse nach draußen zu haben, was ganz, ganz wichtig ist, um irgendwie großzügige Blickbeziehungen bei einer Planung herzustellen. Was ihr sehen könnt auf den Drohnenaufnahmen, es gibt ein extensiv begrüntes Flachdach. Das war hier tatsächlich Vorschrift im Baugebiet. Was ihr nicht sehen könnt, sind jetzt ein paar Sachen, auf die ich euch hinweisen möchte. Zum Beispiel in dieser Garage hinter mir gibt es so eine leicht versetzte Außenwand, sodass vorne die Garage breiter ist, damit da gut ein Auto reinpasst. Und hinten ist die verlängert als Werkstatt und Abstellraum. Und da hat man aber im Grundriss dann eben die Wohnzimmerwand ein bisschen rausversetzt, sodass man mehr Wohnfläche hat. Das Ganze ist von außen jetzt nicht sichtbar, weil dieser Versprung eben in der Garage stattfindet, sodass das optisch also überhaupt kein Problem ist. Was man auch nicht sieht, es gibt hier drunter eine Regenwasserzisterne. Auch das war Vorschrift, dass der Kanal entlastet wird, wenn es stark regnet. Und die wurde eben auch genutzt, um so eine Bewässerung für den Garten anzulegen. Das heißt, das Regenwasser wird dann verzögert in die Kanalisation abgegeben und es wird aber auch gleichzeitig genutzt, um den Garten mit so einer Tröpfchenbewässerung zu versorgen, sodass es da auch immer schön grün ist, wenn man mal nicht da ist.
Was man auch nicht sieht und was ich sehr schön finde, sind hier die Mülltonnen. Das ist ja immer toll, wenn sowas gleich mitgeplant wird, dass die hier in so einem schönen Schrank verschwinden, auch obendrauf mit so extensiver Begrünung, sodass sich das hier wirklich sehr gut einfügt. Auch sowas kann übrigens Vorschrift im Bebauungsplan sein, wo ihr was zu begrünen habt oder begrünen solltet. Und wie gesagt, zur Gartenanlage und Terrasse, das schauen wir uns gleich hinten an. Was ihr hier sehr gut sehen könnt, ist, dass man eben die Garage und das Haus aus einer Hand auch vom Haushersteller hat planen und bauen lassen. Das heißt, man kann eben innen auch einen Übergang machen von der Garage durch den Technikraum, der hier dahinter liegt, ins Haus. Und natürlich hier dieses durchgezogene Vordach mit Beleuchtung, wo man dann eben auch trockenen Fußes rüberkommt und abends auch gleich schon eine geschützte Eingangssituation hat. Und jetzt schauen wir mal direkt in die Diele. Die Diele ist etwa 10 Quadratmeter groß und ist bemerkenswert schön und aufgeräumt gestaltet. Wir haben hier eine Geschosserhöhung, sodass die Lichtraumhöhe 2,70 Meter beträgt. Das ist auch in den anderen beiden Geschossen so gemacht worden. Und auf dem Boden haben wir eine 80-80 Feinsteinzeugfliese in Betonoptik, die hier von der Proportion wirklich sehr gut reinpasst. Also größer muss es gar nicht sein. Alle anderen Elemente hier sind tatsächlich von einem ortsansässigen Schreiner hier reingebaut. Wir haben also hier hinter die Tür ins Gäste-WC, wo wir nachher mal schauen, im gleichen Design von der Griffnische, wie hier auch dann die Garderobe. Ganz wichtig für eine Familie. Man kann, gerade wenn man auf Keller baut, gar nicht genug Stauraum haben. Da kann also wirklich alles drin verschwinden. Und wo es in den Wohnraum geht, das zeige ich euch auch gleich. Hier gibt es erstmal unter dieser geraden, einläufigen, geschlossenen Treppe dann eben auch noch Stauraum. Kleine Schubladen für Schuhe, Polster, Handtaschen, alles, was man so im Eingangsbereich vielleicht auch noch braucht. Diese Treppe ist in Wildeiche gemacht mit Setzstufen, gerade einläufige Treppe. Im gleichen Material sehen wir gleich auch drinnen den Einbau in der Küche. Und der Vorteil ist, durch diese geschlossene Treppe kann darunter auch eine Speisekammer sein, wo man dann eben reinschaut. Außerdem gibt es von der Diele da noch eine Tür, die dann in den Technikraum führt, auch als Schmutzschleuse über die Garage von vorne und von hinten zu begehen, sodass man also auch irgendwo reinkommen kann mit nassen Kinderwagen oder Hund, ohne dass man sich den Wohnraum schmutzig macht. Und hier haben wir jetzt diese wunderschöne raumhohe Pivottür. Das ist eine Tür, die eben nur oben und in der Decke einen Befestigungspunkt braucht. Die geht übrigens auch nach beiden Seiten auf, je nachdem, wie man es gerne hätte. Ist hier eben im gleichen Design gestaltet wie auch die ganze Küche. Schaut mal hier auf dieses wunderschöne Profil mit dieser Griffmulde. Das ist wirklich einfach ganz toll gemacht, bringt hier ganz viel Großzügigkeit rein. Das würde ganz anders wirken, wenn jetzt hier eine normale Tür mit Rahmen drin wäre, und man kann es eben auch nach Bedarf offen oder geschlossen machen. Wir sehen schon, hier gehen diese tollen Schränke weiter, alles im gleichen Design. Auch hier ist so eine Nische, dahinter ist die Treppe. Hier wäre dann der Durchgang in den Raum unter der Treppe, die Speisekammer, also wirklich auf kürzestem Weg zur Küche. Und jetzt könnt ihr gleich mal hier rumschauen, dann sage ich euch was zur Küche. Wenn man jetzt die Tür hier zumacht, sieht man, dass das also wirklich hier in einem Design durchläuft. Das ist wirklich sehr, sehr schön gelöst. Hier die Küchenrückwand, die hat auch noch eine geheime Fläche hier hinten drin, die ich euch kurz zeigen möchte. Das kann man eben dann auch zumachen, sodass es schön ordentlich aussieht. Wenn man es nicht braucht, dann kann man die Türen hier so reinschieben, damit sie einem nicht im Weg stehen.
Und dann hat man eben da hinten nochmal so eine versteckte Arbeitsfläche, die komplett ausgekleidet ist mit Edelstahl, was einfach ein sehr, sehr hygienisches und pflegeleichtes Material ist. Hier neben mir ist jetzt eine Austrittstür auf die Terrasse. Das ist in der Küche einfach immer sehr, sehr empfehlenswert. Die sind alle schon etwas verbreitert auf 1 Meter und sind erhöht auf 2,11 Meter. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man eine Geschosserhöhung hat, dass das eben von der Proportion dann sehr schön aussieht. Und das Highlight ist natürlich hier dieser wahnsinnsgroße Kochtresen. Das sind 1,20 mal 3,30 und das ist eben auch alles vom Schreiner gemacht. Hier die Arbeitsfläche mit Edelstahl belegt und der Rest eben wohnlich in Eiche. Und hier hat man es mal sehr, sehr gut hinbekommen, dass das Parkettmaterial und das Material von dieser Arbeitsplatte wie aus einem Guss wirken. Also das Highlight ist natürlich hier diese Sitztheke mit der Bank. Die Kinder frühstücken hier wohl jeden Morgen und auch auf dem Boden ist ja dieses Eicheparkett hier in der Küche schon seit 5 Jahren. Ich finde, man sieht hier nichts. Das sieht sehr, sehr gut aus. Die Bauherrin sagte auch, gut, Flecken muss man natürlich Flüssigkeiten gleich wegwischen, aber ansonsten ist das wirklich sehr pflegeleicht. Es war hier tatsächlich auch ein Lichtplaner drin. Das ist ja immer, dass man denkt, so trivial, ja klar, irgendwo habe ich halt Einbaustrahler, aber das sieht man, dass hier wirklich jemand sehr gut geplant hat, dass das Licht über der Arbeitsfläche ist, dass ich hier nochmal eine Ambientebeleuchtung habe. Und natürlich gibt es auch hier wieder das Kochfeld nach unten. Das heißt, hier ist jetzt eine Schublade, die nicht zu benutzen ist, einfach nur so eine Blindschublade. Da sind dann aber auch 2 Steckdosen drin, die natürlich praktischerweise hier direkt am Herd sind. Und wenn wir jetzt hier rumgehen, können wir auch sehen, es gibt auf der Seite noch neben der Sitztheke Stauraum mit Schubladen, was super praktisch ist im Familienalltag. Hier zum Beispiel dann für Besteck und Geschirr. Und auch wenn man die jetzt mal aufmacht, sieht man, dass natürlich alles hier jetzt nicht Pressspan, sondern wirklich Holz ist. Und das gibt dem Ganzen was wirklich Wertiges und Langlebiges. Das ist also echt eine Küche für die Ewigkeit. Noch einen kleinen Satz zur Technik. Wir haben jetzt zum Beispiel hier unter der Theke nochmal 2 Steckdosen. Auch da in der Wand sind nochmal Steckdosen. Und ihr seht hier in der Decke, einmal in der Küche gibt es so eine Abluft. Wir haben hier eine kontrollierte Lüftungsanlage drin. Das ist tatsächlich eine mit Fettfilter, weil es natürlich in der Küche Sinn macht. Und ansonsten haben wir hier die Zuluft. Und ihr werdet euch vielleicht schon oft gewundert haben, in den Musterhäusern sitzen die oft irgendwo und die Deckenuntersicht ist nicht schön. Die Bauherrschaft wollte das gerne hier am Rand. Und dann auch nochmal da, in Verlängerung übrigens auch mit diesen schönen Einbauleuchten. Und dann hat man eben eine wunderschöne, ruhige Deckenansicht. Da macht sich keiner Gedanken drüber. Da würde der Techniker vielleicht sagen, oh, platziert die Öffnung lieber irgendwo in die Mitte, dann ist das physikalisch besser. Aber so sieht es einfach viel, viel schöner aus. Von den Wandoberflächen haben wir hier übrigens überall Malervlies gestrichen, außer im Treppenhaus. Dazu sage ich euch dann natürlich auch noch was. Und jetzt kommen wir hier auch schon weiter in den Essbereich. Dieser ganze Raum hat 62,5 Quadratmeter, also Wohnen, Essen, Kochen. Und hier wirklich durch diese über Eck laufende Verglasung einen ganz tollen Anschluss nach draußen. Hier in der Ecke übrigens gibt es nochmal eine Bodensteckdose. Das ist auch eine Sache, die nicht Standard ist. Wenn ihr das haben wollt, müsst ihr das bei der Planung von Anfang an bedenken und auch gucken, dass das dann im Einbau wirklich funktioniert. Die Baufamilie hat gesagt, sie stellte sich am Anfang vor, dass hier der Weihnachtsbaum steht und dann ist das natürlich super praktisch. Zu der Ecke sage ich euch gleich auch von draußen noch was. Ihr seht schon, es ist jetzt keine Eckverglasung, die wirklich nur eine geklebte Glasecke hat. Das wäre natürlich die höchstmögliche Transparenz, wird aber natürlich erkauft mit hohen Kosten und einem statischen Nachteil. Und hier ist jetzt einfach in dieser Ecke eine Stahlstütze drin, die also statisch die Lasten von oben abfängt, sodass man das hier statisch relativ gut und preisgünstig in den Griff kriegt.
Hier haben wir jetzt eine riesen Festverglasung, die ist 3 Meter breit, wie gesagt von der Höhe überall erhöht auf 2,11 Meter. Und dann hier jetzt ein Öffnungsflügel, der ist jetzt 1,30 breit, lichte Öffnungsbreite hat man dann noch 1,20, sodass man hier und auch da sehr gut rauskommt auf die Terrassen. Da hat man eine Westterrasse, hier eine Nordwestterrasse, was an heißen Sommertagen wirklich toll ist, weil es eben nicht so heiß ist. Und da schauen wir jetzt auch noch mal hin. Hier sind im ganzen Haus hochwertige Holz-Alu-Fensterelemente verbaut. Außen Anthrazit, unser berühmter Farbton 7016. Innen weiß lasiert, damit es eben besser mit der Wandfläche verschmilzt. Trotzdem die Maserung noch sichtbar ist für so ein bisschen Wohnlichkeit. So ein flacher Austritt auf die Terrasse ist natürlich immer ganz toll, ist bautechnisch recht aufwendig. Wird euch vielleicht auch jemand sagen, entspricht nicht der Norm, was den Spritzwasserschutz angeht. Hier ist es jetzt so gelöst, dass man wirklich einen sehr hohen Terrassenaufbau hat, wo also unten drunter geregelt ist, dass das Wasser abfließen kann. Hier ist jetzt also auch kein Rost, sodass es hier irgendwie nicht zu Staunässe kommt, die da reinläuft. Klar ist natürlich, dass ihr keinen Schlagregenschutz habt, aber das scheint hier wunderbar funktioniert zu haben. Das Parkett sieht super aus. Der Boden hier ist aus Ipe, das ist ein Tropenholz, recht teuer und auch natürlich jetzt vielleicht ökologisch nicht so das, wo man sagt, naja, kommt halt nicht von hier. Aber das ist natürlich extrem langlebig. Das heißt, es hat dadurch auch eine erhöhte Nachhaltigkeit und es ist sehr hart. Es wird auch nicht rau. Ihr zieht euch da also auch barfuß nach Jahren keinen Spreißel und somit hat es eben auch Vorteile. Diese Terrassengestaltung greift jetzt schon so ein bisschen den Hang auf. Das war auch ein Outdoor, also ein Gartenplaner, der hier dran war, denn so eine Hangabwicklung ist nicht ganz so leicht. Hinter mir sieht man sehr schön diese Beeteinfassung in Cortenstahl und dann eben auch die Feuerschale. Und hier wurde dieser Sitzbereich jetzt ein bisschen abgesenkt mit Stufen. Und man sieht schon, dahinter geht es dann relativ steil runter. Das gehört tatsächlich noch zum Grundstück. Ich habe euch ja gesagt, 620 Quadratmeter, 400, etwas über 400 davon waren eben und deshalb leicht ohne Keller zu bebauen. Und dann gibt es natürlich hier einen relativ steilen Hang. Klar, den muss man mitbezahlen, aber ich finde, es ist hier sehr gut genutzt. Da sind so schmale Terrassen angelegt, sodass man da Obstgehölze pflanzen kann. Also man kann noch ein bisschen was ernten, hat einen kleinen Naschgarten und hat also im Prinzip hier auch die grüne Wand. Den tollen Ausblick ins Tal hat man dafür von den Geschossen oben drüber. Jetzt gucken wir gerade noch einmal hier nach dieser Ecke. Das habe ich euch ja eben gezeigt. Von innen sieht man es nicht. Von außen ist es hier verkleidet wie die Fenster. Und dadurch, dass es eben hier durchläuft, vom Sturz sieht es wirklich aus wie eine Übereckverglasung. Und der Vorteil ist natürlich, dass ich bei so einer Lösung dann auch wirklich die Lamellenjalousien in so einer Schiene laufen lassen kann, was wesentlich windstabiler ist als jetzt nur so ein Faden. Und jetzt schauen wir noch weiter, wie es im Wohnbereich aussieht. Hier drin ist Platz für diesen wunderschönen großen Tisch. Der lässt sich übrigens sogar noch ausziehen. Dann kriegt man hier wirklich 14 Leute locker unter. Und vielleicht noch ein Wort noch mal zu diesen Deckenstrahlern, die hier so an der Fensterfront platziert sind. Das ist tatsächlich sehr schlau. Wenn es nämlich abends dunkel ist und man macht hier so ein bisschen den Vorhang vor, hat man eben ganz, ganz schöne Lichtpunkte hier, was es total gemütlich macht und viel schöner ist, als wenn man dann gegen so eine schwarze Scheibe guckt. Hier kommt jetzt das Highlight der Bauherrin. Sie hat mir gesagt, sie wollte unbedingt ein Sitzfenster haben. Bei so einer tollen Aussicht bietet sich das auch echt an. Und man hat jetzt hier einfach nur eine große Festverglasung in die Außenwand gesetzt. Die hat 2,50 mal 1,80 waren es, glaube ich. Und dann eben auch vom gleichen Schreiner hier in Eiche diese Sitzfensterbank drumherum montieren lassen. Die hat 50 cm Sitztiefe und ist hier wirklich einfach ein ganz, ganz schöner Ort, an dem man sitzen und die Aussicht genießen kann.
Hier ist jetzt diese Wand, wo ich euch sagte, die ist jetzt etwas versetzt, die Außenwand. Das ist also hier drin jetzt einfach nochmal ein Plus an Wohnfläche für den Wohnbereich. Und da das eben in der Garage stattfindet, dieser Versprung, sieht man das weder innen noch außen, was sehr schlau gelöst ist. Hier um die Ecke ist dann der Eingang vom Garten durch die Garage, eben auch die Schmutzschleuse für die Kinder, wenn sie von draußen reinkommen. Und es gibt noch eine zweite durch das Gästebad, die wir uns jetzt anschauen. Jetzt schauen wir hier um die Ecke noch ins Gäste-WC, wie ich euch am Anfang versprochen habe. Auch hier wieder diese schöne Tür vom Schreiner mit der Griffmulde. Und dieser Raum ist jetzt mit 6,9 Quadratmetern relativ großzügig gestaltet. Der wirkt noch größer durch diese offene Duschlösung. Das kann man wirklich so machen, wenn der Raum jetzt nicht täglich genutzt wird. Das ist eine 1,20 mal 1,20 Duschfläche und durch diese einfache Lösung mit der Aufputzarmatur, die sehr gut mit dieser Stange harmoniert, wirkt das natürlich viel größer, als wenn man hier eine Glasabtrennung hat. Hier hinter mir ist jetzt ein bodentiefes Fenster bzw. eine Fenstertür. Das ist ja im Bad immer so eine Sache. Hier ist es aber wirklich toll, da guckt keiner rein. Da ist direkt das Spielhaus mit dem Sandkasten der Kinder davor. Und die Bauherrin sagte mir, sie hat sich das eben so praktisch vorgestellt. Man kann die Kinder direkt vom Sandkasten hier rein einmal abduschen, Wäsche gegenüber in den Hauswirtschaftsraum. Dann hat man es total schön sauber. Schön sauber ist übrigens auch hier diese Abschlusskante auf den Fliesen, die ich sehr schön finde. Das ist so ein bisschen, passt jetzt hier zum Industrial Style, dieser Metro-Fliesen-Look, aber die sind jetzt 10 mal 30 cm, also etwas größer, haben auch nicht diesen 3D-Effekt. Und hier ist eben wirklich alles mit dieser schönen Aluschiene hier gemacht. Auch das ist nicht selbstverständlich und nicht Standard, dass man das so bekommt. Dieser Einbau, dieses Waschbecken, das ist hier wieder dieser Unterschrank auch vom Schreiner in Eiche, sodass das Materialkonzept hier wirklich durchgezogen wird. Auch wieder diese schönen Einbaustrahler hier oben drin. Und ich finde, das merkt man diesem Raum an. Es wirkt einfach total ruhig und man kann sich hier echt wohlfühlen. Nach oben geht es jetzt hier über diese wunderschöne, gerade geschlossene, einläufige Eiche-Treppe. Und hier ist jetzt an der Wand auf diesem Malerflies gestrichen nochmal so eine Keramikfarbe, weil an der Treppe ansonsten das eben sehr empfindlich ist für Striemen und Streifen. Diese Mittelwand hat übrigens auch der Schreiner gebaut. Die ist dann tapeziert und gestrichen. Die ist filigran und trotzdem hier als mitlaufende Wand mit diesen Treppenstufen sehr, sehr schön gelöst. Dieser Flur hier oben hat etwa 18 Quadratmeter. Wie gesagt, bei so einer geraden Treppe, wo man ganz drum rumlaufen können muss, ist das einfach eine Fläche, die man braucht. Und besonders schön finde ich, dass jetzt die Treppe ins Obergeschoss so offen gehalten ist. Diese Stufen sind 8 cm hoch. Hier hat man dann noch 11 cm, sodass da auch kein Kind oder irgendwas durchpasst. Und das ist jetzt eben nicht Eiche massiv, sondern es ist dieses gleiche Dickschichtfurnierholz, was wir auch in der Küche hatten. Das ist absolut formstabil. Hier haben wir auch eine Geschosserhöhung und eine lichte Raumhöhe von 2,70 Meter. Und was man jetzt schon sieht, man läuft hier ins Licht, was einfach sehr, sehr schön ist, kein dunkler Flur. Hier sind jetzt 2 getrennte Fenster. Hier hinter ist aber so eine Blende von außen, sodass es eben diese durchgehende Fensterbandoptik gibt. Auch dieser Wandanschluss wird hinter so einer Blende versteckt. Das geht dann nachher weiter ins Bad ums Eck, sodass man hier wirklich diese Fensterbandoptik bekommt. Und hier auf der Seite liegen 2 fast gleich große Kinderzimmer, wo wir jetzt auch mal reinschauen.
erste Kinderzimmer. Ist mit etwa 13,5 Quadratmetern jetzt von der Fläche nicht riesig, war auch ursprünglich mal als Büro geplant. Dazu sage ich euch auch gleich noch was. Ich finde, man sieht hier gut, dass sich diese Geschosserhöhung lohnt, denn durch diese 20 cm mehr kann man hier auch später ein großes Hochbett reinstellen, ein höheres, ohne dass man sich da oben dann den Kopf stößt. Hier sieht man jetzt mal im Obergeschoss die Brüstungshöhe von 90 cm. Hier auch sehr schön überall diese schlanken weißen Fensterbänke aus Mineralguss. Das finde ich immer sehr schick. Und hier hat man jetzt eben den Blick auf das extensiv begrünte Dach und die Attika, was irgendwie auch ganz schön ist. Und wir schauen jetzt gleich mal rund in das zweite Kinderzimmer, das ursprünglich auch ein bisschen anders geplant war. Das zweite Kinderzimmer ist jetzt mit 12,5 Quadratmetern etwa gleich groß. Hier geht ein bisschen Fläche noch ab für diesen Lüftungsschacht, der da hochkommt von der Luft-Wasser-Wärmepumpe, die die Fußbodenheizung bedient. Das heißt, man hat hier noch mal so eine kleine Nische. Und ursprünglich war es tatsächlich so geplant, dass das Kinderzimmer ist und hier nebendran das zweite Kinderzimmer. Das ist aber wesentlich größer und ihr seht auch gleich extrem hell und attraktiv. Und damit es keinen Streit gibt, hat man jetzt diese beiden Zimmer zu Kinderzimmern gemacht und hier ist jetzt ein Gäste- und Musik- und Spielzimmer drin. Hier verschwindet die Lego-Eisenbahn, sodass die Kinder zum Spielen eben hier sein können, zum Klavierspielen oder Spielen, und hier in der Nische können Gäste übernachten. Hier ist jetzt eben wieder diese Planung, dass man reinkommt und direkt durch dieses Fenster rausgucken kann. Diese wunderschöne Aussicht hier übers Moseltal hat. Diese Front ist 4,50 Meter breit. Das ist natürlich wunderschön. Auch hier wieder Brüstungshöhe 90 cm. Und klar, das ist jetzt hier eine Festverglasung. Putzt man von außen maximal einmal im Jahr oder einfach gar nicht. Diese Nische ist etwa 2,20 Meter breit. Hier steht jetzt einfach ein Bett drin. Man könnte natürlich auch hier sehr schön einfach so eine Liegewiese reinmachen, sodass es echt ein Paradies ist für Kinder. Und wenn die mal größer sind, haben die Eltern ja auch noch die Möglichkeit, nach oben zu ziehen, was wir uns gleich anschauen. Und dann wäre hier auf jeden Fall genug Platz für alle. Jetzt schauen wir direkt nebenan ins Elternschlafzimmer, das hier anschließt. Vielleicht gerade noch einen kurzen Hinweis an der Stelle. Ich hätte da ein bisschen Angst, dass man runterfällt oder mal daneben tritt, wenn man darüber läuft. Die Bauherrin sagte mir, sie wollten es einfach gerne ein bisschen luftiger haben. Könnt ihr natürlich im Einfamilienhaus so machen. Auch unten die Absturzsicherung müsste natürlich ganz korrekt eigentlich ab der 3. Stufe beginnen. Es sieht sehr schön aus, vor allen Dingen auch hier mit dieser luftigen Lösung und dann da hinten mit der Ecke. Das zeige ich euch nachher nochmal, wenn wir hochgehen. Jetzt schauen wir erstmal ins Schlafzimmer. Dieser Raum ist mit 23,5 Quadratmetern sehr groß, aber hier war es auch ursprünglich geplant, eine Ankleide abzutrennen. Auch hier wieder sehr schön, man macht die Tür auf und hat eine Sichtachse durchs Fenster nach draußen. Auch das ein Tipp von der Architektin wohl gewesen. Und man hat sich dann eben entschieden, hier nur so eine halbhohe doppelte Kommodenlösung zu machen. Dadurch ist der Raum einfach wunderschön großzügig. So ein bisschen strukturiert und abgeteilt wird er einfach hier durch diese dunkle graue Wandfarbe. Und das absolute Highlight ist natürlich diese große Festverglasung. Auch wieder 2,50 breit. Und hier hat man jetzt eben bewusst die Brüstung auf 52 cm abgesenkt, sodass man eben auch im Bett liegend hier den Ausblick genießen kann. Neben dem Elternschlafzimmer liegt hier das 14 Quadratmeter große Familienbad und hier kann man wirklich in Licht baden. Das ist natürlich ein absolutes Highlight hier über die komplette Raumbreite von 3,50 Meter. Hier diese Festverglasung, das Fensterband, das da weiterläuft und hier eben von außen optisch auch über Eck geht. Wenn dahinter wie hier nur Wald und Grün ist, kann man das problemlos machen, denn durch die 90 cm Brüstung guckt von der Straße
niemand rein. Dann ist da natürlich auch Platz für so eine riesengroße freistehende Wanne, sehr schön auch mit diesem Gestell, so ein bisschen im Industrial-Style, passend auch wieder zu den Fliesen. Das Bad wird wieder gegliedert durch diese klassische T-Wand, wo dann eben hier die Nische fürs WC ist und vor Kopf der Waschtisch und an der anderen Seite die Dusche. Ihr könnt da gleich mal reingucken, die ist knapp 1 Meter breit. In so einem großen Bad könnte man sich auch überlegen, diese Wand noch ein bisschen nach vorne zu versetzen. Dann hätte man dahinter für die Dusche einfach 1,10, 1,20. Das würde jetzt dem Raum auch nicht schaden. Dann hat man da einfach ein bisschen mehr Platz und Luft. Aber da ist auch schon so eine praktische Nische vorgesehen, wo man Sachen abstellen kann. Und insofern ein wirklicher Traumraum. Jetzt schauen wir noch kurz ins zweite Obergeschoss mit Dachterrasse und da will ich euch jetzt gerade noch mal diese schöne Ecke zeigen. Das ist einfach hübsch, dass das hier so schwebend ist und auf einer Höhe. Und jetzt gucken wir mal hoch. Hier oben im Staffelgeschoss stehen nämlich auch noch mal knapp 43 Quadratmeter zur Verfügung. Auf der Seite ist jetzt ein Arbeitsbereich im Moment. Und hier hinter mir ist vorgesehen von der Nutzung später vielleicht mal das Elternschlafzimmer und das Bad unterzubringen, wenn die Kinder größer sind und unten alleine sein können. Da hinten sind schon die Installationen vorgesehen bzw. hochgezogen, dass man da alle Leitungen hat, wenn man da Wasseranschlüsse braucht. Hier hätte man dann wieder die tolle Panoramaverglasung, hier sogar bodentief. Und da geht es dann raus auf die über 50 Quadratmeter große Dachterrasse. Hier möchte ich euch noch ganz kurz was sagen zu der Höhenabwicklung. Auch für dieses Staffelgeschoss hat man sich entschieden, diese Erhöhung auf 2,70 Meter zu machen, und zwar aus einem besonderen Grund. Hier ist nämlich ein Estrich drin, der fast 15 Zentimeter hoch ist, also ein sehr hoher Aufbau. Das heißt, hier bleibt immer noch eine lichte Raumhöhe von etwa 2,60 Meter übrig, also 10 Zentimeter weniger als in den Geschossen drunter. Aber dadurch hat man jetzt hier einen sehr schönen Höhenanschluss an die Dachterrasse. Denn hier drunter ist ja Wohnraum, das heißt, da drauf liegt ein dickes Dämmpaket für die darunter liegenden Schlafzimmer. Und dann hat man das oft, dass man dann daraus auf so eine Stufe hochsteigen muss, was überhaupt nicht schön aussieht. Und hier ist es jetzt wirklich wunderschön gelöst und auf dieser Dachterrasse hat man einen traumhaften Panoramablick ins Moseltal. Ich hoffe, da waren wieder ein paar Ideen und Anregungen für eure Hausplanung dabei. Und wenn ihr euch die Grundrisse noch mal anschauen wollt, habe ich euch unten noch mal einen Link gesetzt in unsere Hausdatenbank. Da könnt ihr noch mal schauen. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns anschauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.